Willkommen zu einer weiteren Reise in die Vergangenheit. Stell dir vor, du wachst an einem kalten Morgen auf. Es gibt kein Badezimmer, keine Dusche, keine Seife mit frischem Duft, kein fließendes Wasser. Stattdessen greifst du zu einer Schüssel mit eiskaltem Wasser, tauchst ein grobes Leinentuch hinein und wäschst dir damit kurz Gesicht und Hände. Mehr Körperpflege wird es heute vermutlich nicht geben. Aus heutiger Sicht wirkt das kaum vorstellbar. Doch für die Menschen im England des 14. Jahrhunderts war genau das völlig normal. Viele glaubten sogar, dass häufiges Baden gefährlich sei. In einer Zeit, in der die Pest ganze Städte auslöschte und Krankheiten kaum verstanden wurden, entwickelte sich eine Vorstellung, die unser modernes Verständnis von Hygiene völlig auf den Kopf stellt. Schmutz konnte als Schutz gelten. Heute reisen wir in das mittelalterliche England und werfen einen Blick auf den Alltag zwischen Burgen, engen Stadtgassen und den wohl unangenehmsten Toiletten der Geschichte. Im Jahr 1348 lebt ein Großteil der Bevölkerung in ständiger Angst vor Krankheiten. Niemand kennt Bakterien oder Viren. Stattdessen glauben Ärzte und Gelehrte an sogenannte Miasmen, giftige, verdorbene Luft, die Krankheiten verbreiten soll. Nach dieser Vorstellung öffnet heißes Wasser die Poren der Haut. Und genau diese geöffneten Poren gelten als Einfallstor für die tödliche Luft. Ein heißes Bad erscheint deshalb vielen nicht als Reinigung, sondern als Einladung für Krankheit und Tod. Deshalb beschränkt sich die tägliche Körperpflege meist auf das Nötigste. Gesicht, Hände und manchmal der Hals werden mit kaltem Wasser gereinigt. Der restliche Körper bleibt oft Wochen oder sogar Monate lang ungewaschen. Schmutz wird dabei nicht zwangsläufig als etwas Negatives angesehen. Viele Menschen glauben vielmehr, dass die natürliche Schicht auf der Haut den Körper vor Krankheiten schützt. Aus heutiger Sicht klingt das paradox, doch mit dem damaligen Wissen erscheint diese Vorstellung durchaus logisch. Die Pest fordert Millionen Todesopfer. Wer überlebt, sucht nach jeder nur denkbaren Möglichkeit, sich zu schützen. Vor allem wohlhabende Menschen entwickeln eine ganz eigene Vorstellung von Reinlichkeit. Der wichtigste Bestandteil ihrer Körperpflege ist nicht Wasser, sondern frische Kleidung. Leinen gilt als besonders rein. Man glaubt, dass ein sauberes Leinenhemd Schweiß und schädliche Stoffe aus dem Körper zieht. Je häufiger man das Hemd wechselt, desto sauberer fühlt man sich. Ein wohlhabender Adeliger besitzt daher zahlreiche weiße Leinenhemden und zieht sich mehrmals täglich um. Die strahlend weißen Stoffe werden sogar zu einem Statussymbol. Wer makelloses Leinen trägt, zeigt allen anderen seinen Wohlstand. Gebadet wird trotzdem nur selten. Auch die Zahnpflege unterscheidet sich deutlich von unserer heutigen Routine. Zahnbürsten existieren nicht. Stattdessen werden grobe Leinentücher oder kleine Holzstäbchen verwendet. Als Reinigungsmittel dienen Salz, zerstoßene Kräuter oder feines Knochenpulver. Die Mischung entfernt zwar oberflächliche Beläge, nutzt aber gleichzeitig den Zahnschmelz stark ab. Kommt es zu starken Zahnschmerzen, gibt es kaum Hilfe. Viele glauben, ein sogenannter Zahnwurm verursache die Schmerzen. Die Behandlung ist entsprechend drastisch. Der Barbier oder Wundarzt zieht den Zahn mit einer Zange, selbstverständlich ohne Betäubung. So gehören Zahnlücken und starke Schmerzen für viele Menschen zum Alltag. Wer heute an eine prächtige mittelalterliche Burg denkt, stellt sich oft große Säle, lange Tafeln und mächtige Türme vor. Doch selbst die reichsten Adligen mussten auf einen Komfort verzichten, den wir heute für selbstverständlich halten. Die Burgtoilette bestand meist nur aus einem steinernen Sitz mit einer Öffnung. Dahinter führte ein senkrechter Schacht direkt an der Außenmauer entlang nach unten. Es gab keine Wasserspülung, keine Kanalisation, keine Möglichkeit, unangenehme Gerüche zu beseitigen.
Alles fiel schlicht in einen tiefen Graben oder in eine Sammelgrube am Fuß der Burgmauer. Gerade im Sommer muss der Gestank kaum auszuhalten gewesen sein. Warme Luft trug die Ausdünstungen bis in die oberen Stockwerke der Burg. Dennoch entwickelte sich daraus eine erstaunliche Gewohnheit. Viele Adlige bewahrten ihre wertvollsten Kleidungsstücke ausgerechnet in der Nähe dieser Toiletten auf. Der Grund wirkt zunächst befremdlich. Die beim Verrotten entstehenden Ammoniakdämpfe hielten Motten, Flöhe und andere Schädlinge fern. Ohne moderne Insektenschutzmittel nutzte man den unangenehmen Geruch also ganz bewusst, um teure Stoffe zu schützen. Was heute unvorstellbar erscheint, war damals eine durchaus praktische Lösung. Verlässt man die Burg und betritt die Straßen Londons, verändert sich das Bild schlagartig. Die mittelalterliche Stadt wächst rasant. Immer mehr Menschen leben auf engstem Raum. Zwischen den dicht gedrängten Holzhäusern verlaufen schmale Gassen, in denen kaum Sonnenlicht den Boden erreicht. Eine funktionierende Kanalisation gibt es nicht. Viele Familien besitzen lediglich einen Holzeimer oder eine einfache Latrine im Hinterhof. Ist der Eimer voll, wird sein Inhalt häufig einfach in den Straßengraben gekippt. Nicht selten landet er sogar direkt auf der Straße. Regen verteilt den Schmutz nur oberflächlich. Wirklich verschwinden tut er nicht. So entsteht eine Mischung aus Schlamm, Essensresten, Tiermist und menschlichen Abfällen, die sich immer weiter auf den Straßen ansammelt. Besonders nach warmen Sommertagen muss der Geruch überwältigend gewesen sein. Reisende berichten später, dass man eine große Stadt oft schon riechen konnte, lange bevor ihre Mauern überhaupt sichtbar wurden. Damit London nicht vollständig im Schmutz versank, gab es einen Beruf, den kaum jemand freiwillig ausgeübt hätte: die sogenannten Gong Farmers. Diese Männer arbeiteten ausschließlich nachts. Während die Stadt schlief, öffneten sie die überfüllten Sammelgruben unter den Latrinen. Mit Schaufeln und Eimern stiegen sie in metertiefe Gruben voller menschlicher Ausscheidungen. Stundenlang räumten sie den Inhalt von Hand heraus und verluden ihn auf Wagen, die den Abfall außerhalb der Stadt entsorgten. Es war eine der gefährlichsten Arbeiten des Mittelalters. In den tiefen Gruben sammelten sich giftige Gase, die sich kaum bemerkbar machten. Immer wieder verloren Arbeiter dort unten das Bewusstsein und starben innerhalb weniger Minuten. Trotzdem war ihre Arbeit unverzichtbar. Ohne sie wären viele Städte schon nach kurzer Zeit im eigenen Abfall erstickt. Es ist einer jener Berufe, über die kaum gesprochen wird, ohne die das Leben im Mittelalter jedoch kaum möglich gewesen wäre. Auch tagsüber versuchte man, die Straßen sauber zu halten. Arbeiter schoben den gröbsten Schmutz mit Schaufeln und Besen zur Seite. Doch gegen die ständig wachsenden Müllmengen hatten sie kaum eine Chance. Eine überraschende Rolle übernahmen deshalb die Tiere. Vor allem Schweine liefen frei durch die Straßen. Sie fraßen Essensreste, verdorbenes Gemüse und vieles von dem, was Menschen einfach aus den Fenstern warfen. In gewisser Weise waren sie die Müllabfuhr des Mittelalters. Allerdings lösten sie nur ein Problem und schufen gleichzeitig ein neues. Denn überall, wo Schweine unterwegs waren, hinterließen sie natürlich auch ihren eigenen Mist. Gemeinsam mit Pferden, Hunden, Hühnern und anderen Tieren entstand so eine ständig wachsende Schicht aus Schlamm, Kot und Abfällen. Hinzu kamen die Werkstätten der Gerber. Für die Lederherstellung verwendeten sie unter anderem Urin und tierische Exkremente. In großen, offenen Bottichen wurden Tierhäute über Wochen behandelt. Der beißende Geruch dieser Gerbereien vermischte sich mit allen anderen Ausdünstungen der Stadt. Eine mittelalterliche Großstadt war deshalb nicht nur laut und eng. Sie war vor allem eines: ein permanenter Angriff auf den Geruchssinn. Eine Frage beschäftigt fast jeden, der sich mit dem Mittelalter beschäftigt.
Wie reinigten sich die Menschen eigentlich nach dem Toilettengang? Die Antwort ist deutlich weniger angenehm, als viele vermuten. Toilettenpapier existiert in Europa noch nicht. Jeder nutzt das, was gerade verfügbar ist. Wer wohlhabend ist, kann sich gelegentlich weiche Stoffreste oder alte Leinentücher leisten. Doch diese werden gewaschen und wiederverwendet. Weggeworfen wird praktisch nichts. Für die meisten Menschen sieht die Realität anders aus. Auf dem Land dienen Moos, große Blätter, Stroh oder Heu als Ersatz. In den Städten greift man ebenfalls zu natürlichen Materialien oder zu Stoffresten, wenn überhaupt welche vorhanden sind. Komfort spielt dabei keine Rolle. Viele dieser Materialien sind rau, kratzen auf der Haut und reinigen nur unzureichend. Den Römern war einst eine deutlich ausgefeiltere Lösung bekannt. In öffentlichen Latrinen verwendeten sie Schwämme auf Holzstäben, die nach jedem Gebrauch in Essigwasser gereinigt wurden. Doch mit dem Untergang des Römischen Reiches ging auch vieles von diesem Wissen verloren. Im England des 14. Jahrhunderts sind solche Hilfsmittel längst Geschichte. Die fehlende Hygiene hat Folgen, die man damals kaum versteht. Nach jedem Toilettengang bleiben Keime an den Händen zurück. Gründliches Händewaschen ist selten möglich. Sauberes Wasser steht nicht überall zur Verfügung und niemand kennt Krankheitserreger. Dadurch verbreiten sich Darmparasiten nahezu ungehindert. Spulwürmer, Bandwürmer und andere Parasiten gehören für viele Menschen praktisch zum Alltag. Die meisten wissen nicht einmal, dass sie infiziert sind. Sie leiden unter Bauchschmerzen, Müdigkeit oder Gewichtsverlust und halten dies für einen normalen Teil des Lebens. Historiker gehen heute davon aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung ständig mit solchen Parasiten lebte. Für Bauern bedeutete das eine zusätzliche Belastung. Sie arbeiteten den ganzen Tag auf den Feldern, doch ein Teil der mühsam aufgenommenen Nahrung versorgte nicht ihren eigenen Körper, sondern die Parasiten in ihren Darm. Aus heutiger Sicht wirkt das erschreckend. Für die Menschen des Mittelalters war es jedoch schlicht die Realität ihres Alltags. Trotz aller hygienischen Probleme wäre es falsch, die Menschen des Mittelalters nur als schmutzig oder rückständig zu betrachten. Sie lebten unter Bedingungen, die wir uns heute kaum vorstellen können. Tag für Tag waren sie einer Vielzahl von Keimen ausgesetzt. Dennoch gingen sie ihrer Arbeit nach, versorgten ihre Familien und bauten Städte auf, die teilweise bis heute bestehen. Ihre Körper entwickelten eine erstaunliche Widerstandskraft. Viele Krankheiten, die einen modernen Menschen schnell ins Krankenhaus bringen würden, gehörten damals zum täglichen Leben. Außerdem verfügten die Menschen über ein erstaunliches Wissen über Heilpflanzen. Essig wurde zur Reinigung verwendet. Alkohol diente häufig zum Desinfizieren kleiner Wunden. Kräuter wie Salbei, Rosmarin oder Thymian kamen regelmäßig bei Entzündungen zum Einsatz. Natürlich konnten diese Mittel keine Pest heilen, doch sie halfen bei vielen kleineren Verletzungen und Infektionen. Die Menschen waren also keineswegs gleichgültig gegenüber ihrer Gesundheit. Sie nutzten lediglich die Möglichkeiten, die ihnen ihre Zeit bot. Wenn wir heute auf das England des Jahres 1348 zurückblicken, denken wir oft zuerst an fehlende Duschen, den Gestank der Städte oder an Moos statt Toilettenpapier. Doch hinter all diesen ungewohnten Bildern verbirgt sich etwas viel Bedeutenderes. Die Menschen kämpften jeden einzelnen Tag gegen Krankheiten, Hunger und schwierige Lebensbedingungen. Sie verfügten weder über fließendes Wasser noch über moderne Medizin. Und trotzdem gelang es ihnen, Städte aufzubauen, Burgen zu errichten und eine Gesellschaft am Leben zu erhalten. Die Geschichte der mittelalterlichen Hygiene erzählt deshalb nicht von Faulheit oder Unwissenheit. Sie erzählt vom täglichen Überlebenskampf einer ganzen Generation.
Von Menschen, die mit den begrenzten Möglichkeiten ihrer Zeit versuchten, gesund zu bleiben. Oft mit Methoden, die uns heute fremd erscheinen. Vielleicht zeigt uns genau das, wie selbstverständlich wir viele Dinge unseres modernen Alltags inzwischen geworden sind. Vielen Dank, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Sichere dir deinen Platz für die nächste Zeitreise und abonniere jetzt den Kanal. Hinterlasse mir gerne einen Kommentar. Welche Epoche oder welches Thema sollen wir als nächstes erkunden?